herzlich willkommen am Flughafen Bogota, heute bei DC Travel, Bogota-Cusco mit der Avianca. Ein ganz spezieller Flug in Südamerika mit einem der besten Landeanflüge, spektakulärsten und schönsten Landeanflüge der Welt auf einem der höchstgelegenen Flughäfen der Welt. Also, bis gleich. Und wenn mein Mikrofon hier nicht die Grätsche gemacht hätte am Flughafen, dann könnte ich jetzt sagen, was es Tolles in diesem Video zu sehen gibt. Nämlich den Abflug von Bogota, dem drittgrößten Flughafen Südamerikas, mit der Avianca nach Cusco, ein spektakulärer Flug über die Anden mit tollem Landeanflug. Und ich zeige in der Avianca, wie man dort am besten sitzt, was es für Unterschiede in den Buchungsklassen gibt, was es gekostet hat und so weiter und so fort. Also alle Informationen zum Fliegen in Südamerika hier im Video. Jetzt gleich bei DC Travel. Los geht's. Montag früh 6 Uhr. DC Travel scheut keine Mühen und Kosten, um euch spannende Flüge zu zeigen. Heute Flughafen Bogota, El Dorado, Kolumbien und den super spannenden Flug mit der Avianca nach Cusco in Peru. Warum ist das spannend? Weil wir hier von 2600 Meter auf der Bogota liegt, nach Cusco fliegen, was auf 3400 Meter liegt und einer der spannendsten Anflüge der Welt, würde ich mal sagen, liegt vor uns. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen auf und das Wetter wird besser. Ob das passieren wird, sehen wir gleich im Video. Let's go! Oder wie man hier sagen würde, Vamonos. Wir warten auf das Boarding. Wir sitzen 1A und 1C. Ich zeige nochmal die Flugzeugkabine und erzähle später noch was zu den Kosten und den Tarifen und der Buchung dieses Fluges. Voraussichtliche Flugzeit Bogota, Cusco, 3 Stunden, ist schon ein Stück weg. Bis gleich. So, Flug Avianca 105 Bogota El Dorado nach Cusco in Peru. Die Maschine ist gebordet, alle sind drin, Türen sind zu. Wir warten noch auf den Pushback. Boarding ging los 1 Stunde vor dem Abflug und ging relativ schnell. Es wird nach Gruppen gebordet, was hier sehr gut funktioniert. Sicherheitsvorkehrungen für die Crew als auch für die Loadmaster zum Beispiel hier sind massiv. Alle Leute werden abgetastet. Es ist ein Hund da, der nochmal durchs Flugzeug geht. Dann erst dürfen alle rein. Die Leute, die den Müll abtransportieren, werden kontrolliert. Das nimmt man ja alles schon sehr ernst, die Sicherheit. Sehr interessant, das mal zu sehen. Wie auch immer, wir warten auf den Pushback und dann den Flug 2 Stunden 40 nach Cusco. Die Maschine fliegt weiter nach La Paz in Bolivien. Es handelt sich um einen Airbus A320, es gibt 3 Reihen Premium mit einer 2.2-Konfiguration. Der Rest sind wie in Europa üblich 3.3 und ich zeige das auf dem späteren Flug, wie die Sitzabstände dort und so weiter sind. Aber hier heute auf dem Premium-Sitz in Richtung Cusco. Hoffe, dass der Pushback gleich kommt und es dann losgeht. Und ich hoffe auch, dass wir ein bisschen was vom Anflug zeigen können und es nicht zu bewölkt und nebelig ist, sondern wir die Berge, zwischen denen wir hindurchfliegen werden, um in Cusco zu landen, ein bisschen sehen können. Es ist einer der spektakulärsten Landeanflüge der Welt, glaube ich, und ich hoffe, dass wir ein bisschen was zeigen können. Also bis gleich. Wie man sieht, ist dieser Sitz sehr zu empfehlen. Anders als in der europäischen Business-Klasse wird hier nicht künstlich ein Mittelsitz freigelassen. Es gibt nur eine Konfiguration von 2. Gang 2, das ist wirklich sehr angenehm. Beinfreiheit ist auch super. Ging ziemlich schnell los. Pushback kam eine kurze Zeit nach dem Boarden. Das Flugzeug war fast voll. Und wer so lange jetzt noch dabei ist, der kann auch bitte gerne mal abonnieren oder ein Like dalassen, würde mich sehr freuen. Wer abonniert, verpasst auf keinen Fall die noch kommenden Flüge hier in Südamerika. Es sind einige, plus einige spannende Inlandsflüge in Bolivien soon to come und würde mich freuen, wer jetzt mit dabei ist. Dann ging es relativ umstandslos zum Start auf einer der Startbahnen. Bogota Flughafen hat 2 und das ging hier relativ
schnell los. Der Flughafen El Dorado ist eine gut geölte Maschine. Ich bin hier schon relativ oft abgeflogen, aber so richtig Verspätung gab es eigentlich noch nie. Insofern sehr verlässlicher Flughafen und definitiv wer in Südamerika umsteigen oder ein Connecting Flight irgendwo in entlegene Gebiete hat, dem kann ich den Flughafen Bogotá nur wärmstens empfehlen. Ein Wort zu den Kosten des Tickets. Was hat der Spaß gekostet? Ja, Flüge international in Südamerika sind teuer. Das Ticket hat gekostet 335 € einfach und 54 € extra für die Buchung des Sitzes. So, Avianca Flug Bogotá El Dorado nach Cusco in Peru. Kurz nach dem Start ist noch nichts passiert. Wir gehen auf Reiseflughöhe 37.000 Fuß, hat der Kommandante gesagt. Flugzeit 2 Stunden 40. Der Flug geht dann noch weiter nach Bolivien, nach La Paz. Wir steigen in Cusco aus. Die Buchungsklassen bei der Avianca sind, finde ich, etwas mysteriös. Man hat 4 Service-Levels eingeführt, in denen man einen Flug buchen kann. Und dann kann man, egal welches Service-Level man hat, noch Service dazu buchen. Sprich diesen Premium-Sitz hier oder Early Boarding oder Lounge zum Beispiel oder mehr Gepäck. Ich kann also auf jeder Bestätigungsstrecke beim Einchecken auf der Webseite oder in der App der Avianca diese Service dazu nehmen und extra bezahlen. Wir haben hier gebucht den Service Level nicht das Light, sondern eins drüber, weil wir Gepäck dabei haben. Ein Gepäckstück pro Person, ich meine 23 Kilo. Die sind dann im Preis inklusive. Und ich habe diesen Sitz hier vergleichbar mit Sitzen, eigentlich ein bisschen besser als Sitze bei den Lufthansa Europaflügen in der Business-Klasse. Denn die Sitze sind tatsächlich größer, ich zeige sie gleich nochmal. Und der Mittelsitz ist auch hier blockiert, allerdings sehr viel eleganter, als zum Beispiel Lufthansa das auf Europaflügen macht. Die Sitze sind auch aus Leder. Es gibt aber zum Beispiel kein In-Flight Entertainment und ich frage mich, ob es was zu essen und zu trinken gibt. Das werden wir noch herausfinden. Ansonsten Wetter hier oben über den Wolken ist es mega sonnig. Unten am Flughafen war es ein bisschen bewölkt und nebelig, smogig und regnerisch. Es war aber nicht so kalt, wie es aussieht. Und jetzt warten wir mal, ob es Getränke gibt oder nicht. Und haben noch circa 2 Stunden Flug vor uns. Der Sitz, erste Reihe Premium. Es gibt 3 Premium-Sitzreihen bei der Avianca. Die ersten 3 in der 2x2-Konfiguration. Dann kommt die normale Economy mit 3x3. Sitze sind ähnlich wie in Europa. Und die Kabine hier vorne sehr aufgeräumt, sehr angenehm. Es gibt allerdings kein Entertainment-System für den Flug. Das heißt, man muss sich was zu lesen mitbringen. Und die Tische hier, weil in der ersten Reihe kein Vordersitz ist, müssen natürlich ausgeklappt werden. Beinfreiheit ist ausreichend und es gibt auch Steckdosen. Nochmal ein Wort zur Kabinenklasse. Man kann keine Kabinenklasse wie Business oder sowas mehr buchen bei Avianca. Sie haben die Gesellschaft hier umgekrempelt. Man schreibt sich neuerdings mit einem kleinen A, nicht mehr mit einem großen A und hat im Rahmen dieser
Umformierung die Buchungsklassen wie Business und Economy und Premium Economy eigentlich auf den innersüdamerikanischen Strecken abgeschafft. Es gibt 4 Serviceklassen, die man buchen kann. Und zu diesen 4 Serviceklassen, die einfachste ist die nur mit Handgepäck und die 4. höchste Serviceklasse ist dann so eine Art Business-Klasse. Da habe ich dann alles inklusive, was ich für die anderen Klassen dazu buchen kann, modular sozusagen, nämlich den Sitz, Early Boarding, Lounge, Gepäckstücke. All das ist modular und flexibel anwendbar, vielleicht gar nicht so schlecht, um neue Interessen von Reisenden entgegenzukommen und auch flexibler zu sein und nicht mehr in so starren Klassen zu denken. Insofern gar nicht so übel. Ich sage später nochmal, was der Flug gekostet hat, als auch der Sitz hier, der übrigens ganz formidabel ist, und melde mich nochmal beim oder vorm Anflug nach Cusco. Noch ein Wort zum Service am Platz. Was kann man essen und trinken? Es gibt eine Karte. Ich blende sie gleich ein. Da sind Getränke, Snacks, Sandwiches und so weiter drin. Es gibt Limonaden, Wasser, Saft etc. pp. Relativ große Auswahl. Die kann man bestellen, bezahlen nur mit Kreditkarte. Die Preise sind sehr, sehr zivil. Ich meine, die Cola, die ich hier hatte, kostet 1 Euro. Ein Wasser 1 Euro und es gibt ein Sandwich, sogar vegetarischer Natur oder mit Hühnchen oder mit Schinken und Käse. Auch zu allem zu sehr zivilen Preisen. Der Witz bei der Sache, es gab nur noch ein vegetarisches Sandwich und die meinten dann, wir könnten doch noch eins mit Hühnchen haben. Das fand ich sehr nett, haben wir dankend abgelehnt und das einzige vegetarische Sandwich hier im Flieger konsumiert. Das ist dann der Vorteil, wenn man in der ersten Reihe sitzt. Schon in der 2. Reihe wäre es weg gewesen. Na gut, das dazu. Bevor ich euch den wirklich spektakulären Landeanflug auf Cusco überlasse, ein Wort zur Flotte der Avianca. Die haben momentan 66 A320 in ihrer Flotte mit jeweils 180 Sitzen, 3 Sitzreihen, 2 Gang 2 Sitze in der Premium-Konfiguration und der Rest 3 Gang 3 in der normalen Eco. 35 A320 Neo hat die Avianca und sie fliegen die Langstrecke mit der Boeing 787. Davon gibt es momentan 13 in der Flotte und das alles geht nach mehr als 40 Destinationen in ganz Südamerika. Zusammen mit LATAM ist Avianca die wichtigste Fluggesellschaft für ganz Südamerika mit einem den Kontinent umfassenden Streckennetz und dem Hub Bogotá El Dorado, die wichtigste Fluggesellschaft im Norden von Südamerika. Warum der Flug von Bogotá nach Cusco? Cusco ist das Tor zu den Attraktionen, zu den touristischen Attraktionen im Süden Perus, Machu Picchu. Vor allen Dingen, wer nach Machu Picchu will, muss nach Cusco. Deswegen die Strecke von der Avianca ab Bogotá, täglich geflogen und geht weiter nach La Paz in Bolivien. Cusco hat ca. 500.000 Einwohner. Man sieht, die Stadt ist relativ groß. Das eigentliche touristische Zentrum ist die koloniale Altstadt, eher am oberen Hang dieses Talkessels. Ich zeige später noch ein paar Bilder davon. Und der Flughafen Cusco wird hauptsächlich von Lima angeflogen. Da gehen die meisten Flieger hin und zurück. Das ist die haupttouristische Strecke. Die Avianca fliegt diese Route einmal pro Tag. Und der Flughafen Cusco liegt auf 3.400 Meter Höhe.
departing, make sure none of your personal belongings are left in the plane. You can turn on your cell phones now. It has been a pleasure having you on board. We look forward to seeing you again soon and exploring the skies together. In transit passengers going to La Paz, please remain on board on the stove hover. Thank you for flying with Avianca, where the sky belongs to all. So, tief Luft holen, Cusco, 3400 Meter Höhe in Peru. Mal gucken, ob unser Gepäck da ist. Flug war unspektakulär, toller Landanflug. Ich hoffe, man sieht ein bisschen was davon. Und jetzt schauen wir nochmal, ob sie uns den Stempel, den sie uns nicht gegeben haben, hier verzeihen. Ob die Peruaner uns ins Land lassen. Aber ich bin da zuversichtlich. Mal gucken, wie es wird. Wir sehen uns im nächsten Video. Ein bisschen von Cusco. Und der nächste Flug mit Avianca. Dann im Folgevideo. Es geht weiter nach La Paz. See you, hasta luego bei DC Travel. Das Gepäck kam auch bald an und die Einreise war kein Problem. Hier die Plaza de Armas in Cusco, einer der schönsten Plätze der Welt, mit einer der schönsten Aussichten der Welt und, wie sich's gehört, gleich mal einen Mate de Coca, der soll angeblich gegen die Höhe helfen. Mehr demnächst hier auf diesem Kanal über Cusco und den Weiterflug nach La Paz. Hasta luego, chicas y chicos.